Meine Liebe, also ich muss dir unbedingt erzählen, wie ich gestern beim Einkaufen eine ältere Dame nach dem Weg gefragt habe, auf Deutsch natürlich, und sie mich tatsächlich für eine Muttersprachlerin gehalten hat. Kannst du dir das vorstellen? Wirklich? Das ist ja der Wahnsinn. Ich erinnere mich noch genau daran, wie du vor 3 Jahren kaum guten Tag sagen konntest, ohne rot zu werden. Erzähl mal, wie zum Teufel hast du das geschafft? Weißt du, am Anfang dachte ich ehrlich gesagt, dass ich nie über A2 hinauskommen würde. Ich hatte diese furchtbare Angst vor der deutschen Grammatik, diese endlosen Deklinationen, die Fälle, die Verbpositionen. Aber dann habe ich etwas entdeckt, das alles verändert hat. Lass mich raten. Du hast einen geheimen Zaubertrank gefunden? Oder warst du vielleicht in einer dieser suspekten fließend in 3 Wochen Programme? Ha, nein, nichts dergleichen. Aber ich musste tatsächlich erst mal einen riesigen Fehler machen, bevor ich den richtigen Weg gefunden habe. Rate mal, was ich am Anfang gemacht habe. Lass mich überlegen. Du hast wahrscheinlich gedacht, dass du einfach deutsche Untertitel lesen kannst und dadurch automatisch lernst, richtig? Nein, noch schlimmer. Ich habe 6 Monate lang jedes einzelne Wort übersetzt. Ich hatte immer mein Wörterbuch griffbereit, ob beim Lesen, beim Zuhören, beim Üben. Und weißt du, was ich nach einem halben Jahr konnte? Sag's mir nicht. Du konntest zwar Tausende von Wörtern übersetzen, aber keinen flüssigen Satz bilden. Genau das. Und das Schlimmste war, dass ich völlig überzeugt war, dass ich Fortschritte machte, weil mein Wortschatz immer größer wurde. Ich hatte Listen mit Hunderten von Vokabeln, die ich auswendig gelernt hatte. Aber im echten Gespräch? Totaler Blackout. Oh Gott, das kenne ich zu gut. Ich habe mal versucht, Französisch durch reines Vokabelpauken zu lernen. Nach 4 Monaten konnte ich zwar perfekt Wörter übersetzen, aber als ich dann tatsächlich nach Paris gefahren bin, stand ich da wie der Ochs vorm Berg. Exakt dasselbe bei mir. Und dann kam der Wendepunkt. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch für eine Stelle, wo Deutschkenntnisse gefragt waren. Der Personaler fragt mich, erzählen Sie mir doch bitte auf Deutsch, warum Sie sich für diese Position interessieren. Und ich saß da und stammelte irgendwas von, die Firma, gut. Oh nein, wie peinlich. Aber warte mal, das wirft eine Frage auf. Wie lange hattest du zu diesem Zeitpunkt schon Deutsch gelernt? Das ist ja das Absurde. Fast 8 Monate. 8 Monate und ich konnte nicht mal einen vernünftigen Satz zusammenbringen. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich etwas fundamental falsch gemacht hatte. Und dann? Ich vermute, da fängt die eigentliche Geschichte an, oder? Genau da fängt sie an. Ich bin nach Hause gegangen, habe mich hingesetzt und mir gesagt, in einem Jahr muss ich B2 haben. Punkt. Ich hatte einen konkreten Grund. Ich wollte nach Deutschland auswandern und ohne B2 wären die Chancen auf ein Visum und einen guten Job wesentlich schlechter gewesen. Moment, lass mich kurz unterbrechen. Du hattest A2-Niveau nach 8 Monaten und wolltest in einem Jahr B2 erreichen? Das klingt ziemlich ambitioniert, um nicht zu sagen unrealistisch. Ich weiß, alle haben mir gesagt, dass ich verrückt bin, aber ich hatte dieses brennende Verlangen, es zu schaffen. Weißt du, was das Erste war, was ich gemacht habe? Keine Ahnung, einen Intensivkurs gebucht? Nein, etwas viel Wichtigeres. Ich habe mir einen Lehrer gesucht, aber nicht irgendeinen Lehrer. Ich habe bestimmt 8 oder 9 verschiedene Probestunden genommen, bis ich jemanden gefunden habe, bei dem ich dachte, ja, mit diesem Menschen kann ich arbeiten. Was war denn das Besondere an diesem Lehrer? Weißt du, die meisten Lehrer hatten so einen standardisierten Ansatz. Heute machen wir Lektion 7, Seite 42, Akkusativpräpositionen. Aber meine Lehrerin, sie hat mich wirklich kennengelernt. Sie hat gefragt, was interessiert dich? Worüber möchtest du reden können? Und das hat einen Unterschied gemacht? Einen riesigen. Statt langweiliger Dialoge über Einkaufen im Supermarkt haben wir über Dinge gesprochen, die mich wirklich interessierten. Filme, Psychologie, Gesellschaftsthemen. Plötzlich hatte ich einen echten Grund, die Vokabeln zu lernen, weil ich sie tatsächlich benutzen wollte. Das klingt logisch, aber ich stelle mir vor, dass das ziemlich teuer war, oder? Oh ja, das war es definitiv. Ich habe 2 bis 3 Mal die Woche Unterricht genommen, über verschiedene Plattformen. Das hat mich monatlich ungefähr so viel gekostet wie eine Monatsmiete in einer WG. Was? Das ist ja der Wahnsinn. Wie hast du dir das leisten können? Ich habe in diesem Jahr praktisch auf alles verzichtet. Keine Restaurants, kein Urlaub, keine neuen Klamotten.
Aber weißt du was? Es war jeden Cent wert, denn die Investition hat sich schon 3 Monate später ausgezahlt, als ich die B1-Prüfung bestanden habe. Warte, du hast B1 in nur 3 Monaten geschafft? Wie ist das möglich? Das möchte ich dir erklären, aber dafür muss ich dir erstmal von meiner täglichen Routine erzählen. Und die war gelinde gesagt intensiv. Ich bin ganz Ohr. Wie sah so ein typischer Tag bei dir aus? Also, ich bin jeden Morgen um 6 aufgestanden. Die erste Stunde habe ich mit dem verbracht, was ich das Nötige, aber Langweilige nenne. Grammatikübungen aus diesem Buch. Wie hieß es noch? Grammatik aktiv, glaube ich. Deklinationstabellen, Lückentexte, solche Sachen. Um 6 Uhr morgens? Du bist ja wirklich verrückt gewesen. Ich weiß. Aber hier kommt der Trick. Ich wusste, dass ich das durchziehen konnte, weil ich mir für den Abend immer die spaßigen Sachen aufgehoben habe. Was meinst du mit spaßigen Sachen? Naja, abends habe ich dann Serien geschaut, aber natürlich auf Deutsch. Oder ich habe mich in diesen Online-Communities rumgetrieben, wo Leute Deutsch lernen und miteinander üben. Moment mal, verstehe ich das richtig? Du hast dir morgens stundenlang Grammatikregeln reingequält und dann abends zur Entspannung noch mehr Deutsch gemacht? Genau das. Aber es fühlte sich nicht wie Lernen an. Es war wie, als würdest du als Kind heimlich unter der Bettdecke lesen, weißt du? Es hatte etwas Aufregendes, Verbotenes fast. Okay, aber mal ehrlich, wie viele Stunden am Tag waren das insgesamt? Puh, gute Frage. Wenn ich zusammenrechne, morgens eine Stunde Grammatik, tagsüber habe ich beim Pendeln Podcasts gehört, das war nochmal eine Stunde. Dann 2 bis 3-mal die Woche Unterricht, jeweils eine Stunde und abends mindestens 2 Stunden aktives Zuhören oder Lesen. Das sind ja locker 4 bis 5 Stunden pro Tag. Hattest du denn überhaupt noch ein Leben? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Meine Freunde dachten, ich wäre in eine Sekte eingetreten oder so. Aber ich war so fokussiert auf dieses Ziel, dass es mir egal war. Und weißt du, was das Verrückte ist? Was denn? Nach ungefähr 2 Monaten hat es aufgehört, sich wie Arbeit anzufühlen. Es war wie, kennst du dieses Gefühl, wenn du ein richtig gutes Buch liest und die Zeit einfach verfliegt? Klar, das kenne ich. Aber bei Grammatikübungen, das kann ich mir schwer vorstellen. Nein, nicht bei den Grammatikübungen. Die waren und blieben ätzend. Aber alles andere, die Gespräche mit meiner Lehrerin, die Serien, die Podcasts, die Chats in den Online-Communities, das wurde zu einem Teil meines Lebens, der mir wirklich Spaß gemacht hat. Okay, ich muss jetzt aber mal eine kritische Frage stellen. Du hast gesagt, du hast die ganze Zeit in deinem Heimatland gelebt, richtig? Wie konntest du da überhaupt richtig sprechen üben? Das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen gewesen. Aber ich habe einen Weg gefunden. Und der war sogar ziemlich genial, wenn ich das selbst sagen darf. Jetzt machst du mich neugierig. Verrat's mir. Also, zusätzlich zu meinen regulären Unterrichtsstunden habe ich 2-mal pro Woche Konversationsstunden gemacht. Aber das Wichtigste war, ich habe angefangen, mit mir selbst zu reden. Mit dir selbst zu reden, das klingt ja nach Selbstgesprächen im Supermarkt. Fast. Ich habe jeden Tag mindestens 10 Minuten lang meinen Tagesablauf kommentiert. Natürlich auf Deutsch. So, jetzt mache ich mir einen Kaffee. Der Kaffee riecht gut. Ich frage mich, ob ich heute produktiv werden werde. Solche Sachen. Okay, das ist wirklich ein bisschen verrückt. Hat das denn tatsächlich geholfen? Mehr als du denkst. Denn weißt du, was dabei passiert? Du übst, spontan zu sprechen, ohne Druck. Wenn dir ein Wort nicht einfällt, kannst du einfach innehalten, es nachschlagen und weitermachen. Niemand wartet auf dich. Niemand beurteilt dich. Das ergibt tatsächlich Sinn. Aber ich wette, es gab trotzdem Momente, wo du fast aufgegeben hättest, oder? Oh Gott, ja. Es gab einen Punkt, ungefähr im 4. Monat, wo ich dachte, ich würde nie über B1 hinauskommen. Ich hatte das Gefühl, auf einem Plateau festzustecken. Was ist dann passiert? Wie hast du dieses Plateau überwunden? Das war interessant. Meine Lehrerin hat mir gesagt, hör auf, dich ständig zu testen. Hör auf, über dein Niveau nachzudenken. Mach einfach weiter. Und irgendwann wirst du zurückblicken und merken, wie weit du gekommen bist. Und das hat funktioniert? Nicht sofort. Aber dann, 2 Wochen später, habe ich angefangen, einen Roman zu lesen. Einen echten deutschen Roman. Keinen vereinfachten Text für Lernende. Ich habe gedacht, das wird ein Desaster. Aber weißt du was? Du konntest ihn lesen? Nicht nur das, ich habe ihn verstanden. Klar, ich musste ab und zu Wörter nachschlagen, aber ich konnte der Handlung folgen. Ich habe über die Witze gelacht, ich habe mit den Charakteren mitgefühlt. In diesem Moment habe ich gemerkt, ich bin nicht mehr nur am Lernen, ich benutze die Sprache.
Das muss ein unglaubliches Gefühl gewesen sein. Aber sag mal, wie war das dann mit der B2-Prüfung? Du hast erwähnt, dass du da 100% im Schreiben und Sprechen bekommen hast. Ja, das war ziemlich surreal. Aber lass mich dir sagen, wie ich mich darauf vorbereitet habe, denn das war eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Ich bin gespannt. Also ungefähr 2 Monate vor der Prüfung habe ich angefangen, sehr gezielt zu üben. Ich habe mir alle Modellprüfungen besorgt, die ich finden konnte, und dann habe ich jede Woche einen kompletten Durchlauf gemacht. Das klingt aber stressig. War es auch. Besonders der schriftliche Teil. Weißt du, für den Aufsatz in der B2-Prüfung hast du nur 75 Minuten Zeit und du musst einen strukturierten Text mit mindestens 150 Wörtern schreiben. Und wie hast du das gemeistert? Ich habe Phrasen auswendig gelernt. Nicht ganze Sätze, sondern Bausteine. Dinge wie, meines Erachtens, ich bin der Meinung, dass, einerseits, andererseits. Daraus lässt sich schließen. Solche Formulierungen. Ist das nicht ein bisschen wie Schummeln? Nein, überhaupt nicht. Diese Phrasen sind wie Werkzeuge in einem Werkzeugkasten. Jeder Muttersprachler benutzt sie auch. Der Unterschied ist nur, dass Muttersprachler sie automatisch abrufen können, während ich sie erst mal bewusst lernen musste. Das macht Sinn. Und was war mit dem mündlichen Teil? Oh, der mündliche Teil war interessant. Ich habe mit meiner Lehrerin jede Woche Mockprüfungen gemacht. Aber hier ist der Trick. Ich habe diese Gespräche aufgenommen und dann später angehört. Warum das denn? Weil du, wenn du dich selbst sprechen hörst, Dinge bemerkst, die dir im Moment nicht auffallen. Füllwörter, die du zu oft benutzt, Grammatikfehler, die du immer wieder machst. Oder auch, und das war bei mir ein großes Problem, dass du zu schnell oder zu leise sprichst. Das klingt aber ziemlich schmerzhaft, sich selbst zuzuhören. Oh ja, am Anfang war es die reinste Folter. Ich habe mich geschämt für jeden kleinen Fehler. Aber meine Lehrerin hat mir etwas gesagt, das ich nie vergessen werde. Was denn? Sie sagte, hör auf, dich Perfektion anzustreben. Strebe nach Kommunikation an. Wenn dein Gegenüber versteht, was du meinst, hast du gewonnen, selbst wenn du dabei ein paar Artikel verwechselst. Das ist eigentlich ein sehr weiser Rat. Aber ich muss dich jetzt was fragen. Es gibt doch heutzutage diese ganzen KI-Tools, die einem beim Sprachenlernen helfen sollen. Hast du sowas auch benutzt? Ah, gute Frage. Ja, ich habe damit experimentiert, aber mit sehr gemischten Ergebnissen. Erzähl mehr. Ich überlege nämlich auch, ob ich sowas nutzen sollte. Pass auf. Ich nutze KI-Tools hauptsächlich für 2 Dinge. Erstens, um schnell Grammatikfragen zu klären, wenn ich gerade keine andere Quelle zur Hand habe. Und zweitens, um erste Ideenentwürfe für Texte zu bekommen. Das klingt doch praktisch. Ja, aber, und das ist ein großes Aber, du musst extrem vorsichtig sein. KI produziert oft Sätze, die grammatisch korrekt sind, aber die kein Muttersprachler jemals so sagen würde. Woran merkt man das? Ganz einfach. Teste es in deiner Muttersprache. Wenn du einen Text von der KI bekommst und ihn in deine Muttersprache zurückübersetzt, merkst du oft, dass er sich irgendwie gestelzt anhört, zu formell, zu konstruiert. Hast du ein Beispiel? Klar, die KI würde vielleicht schreiben, ich bin der Ansicht, dass die Durchführung dieser Maßnahme von erheblicher Bedeutung ist. Ein Muttersprachler würde einfach sagen, ich finde, dass wir das unbedingt machen sollten. Okay, das ist ein deutlicher Unterschied. Aber nutzt du solche Tools trotzdem noch? Gelegentlich ja, aber ich verlasse mich nie blind darauf. Wenn ich etwas Wichtiges schreiben muss, einen Brief, eine E-Mail, eine Bewerbung, dann lasse ich es immer von einem Muttersprachler gegenlesen. Apropos Muttersprachler, wie hast du es geschafft, Kontakt zu echten Deutschen aufzubauen, wenn du gar nicht in Deutschland warst? Das war tatsächlich einfacher als gedacht. Es gibt so viele Online-Communities, wo Leute Sprachaustausch machen wollen. Ich habe regelmäßig mit jemandem gechattet, der Deutsch als Muttersprache hat und meine Muttersprache lernen wollte. Und das hat gut funktioniert? Meistens schon. Aber ich muss ehrlich sagen, es war nicht immer einfach. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich viel mehr gebe als nehme, weil mein Partner viel weniger Zeit ins Deutschlernen investiert hat als ich. Das klingt frustrierend. War es auch manchmal. Aber weißt du, was ich gelernt habe? Man muss mehrere Tandempartner haben, nicht nur einen, weil Menschen unterschiedlich zuverlässig sind, unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Sprechstile haben. Das macht Sinn. Jetzt interessiert mich aber noch etwas anderes. Du hast ja jetzt C1-Niveau erreicht. Wie war der Übergang von B2 zu C1? Oh Mann, das war nochmal eine ganz andere Liga. B2 zu erreichen war hart, aber machbar. Aber C1,
Das war wie, kennst du dieses Gefühl, wenn du einen Berg hochkletterst und denkst, du bist gleich am Gipfel und dann siehst du, dass da noch 3 weitere Gipfel sind? Klingt entmutigend. War es auch. Denn bei C1 geht es nicht mehr nur darum, sich verständlich zu machen. Es geht darum, nuanciert zu kommunizieren, idiomatische Wendungen zu verstehen und zu benutzen, zwischen verschiedenen Registern zu wechseln. Was meinst du mit Registern? Naja, denk mal drüber nach. In deiner Muttersprache sprichst du mit deinen Freunden anders als mit deinem Chef, oder? Du benutzt andere Wörter, eine andere Grammatik, einen anderen Tonfall. Stimmt, das mache ich automatisch. Genau. Aber in einer Fremdsprache musst du das bewusst lernen. Du musst lernen, wann du sie benutzt und wann du formelle Konstruktionen benutzt und wann umgangssprachliche Ausdrücke okay sind. Und wie hast du das gelernt? Durch Immersion, viel Immersion. Ich habe angefangen, echte deutsche Medien zu konsumieren, nicht mehr nur Material für Lernende. Was für Sachen hast du dir angeschaut oder angehört? Alles Mögliche. Nachrichten, Dokumentationen, Talkshows, Podcasts über gesellschaftliche Themen. Ich habe sogar angefangen, die Mediatheken von verschiedenen Sendern zu durchforsten. Und das war nicht überwältigend? Doch, am Anfang schon. Ich erinnere mich noch, wie ich das erste Mal eine politische Talkshow geschaut habe. Ich habe vielleicht 30% verstanden. Die Leute haben durcheinander geredet, schnell gesprochen, Anspielungen gemacht, die ich nicht verstanden habe. Wie frustrierend. Total. Aber ich habe mir gesagt, okay, bleib dran, schau jede Woche eine Folge. Und nach 3 Monaten habe ich plötzlich 60-70% verstanden. Und nach einem halben Jahr konnte ich den meisten Diskussionen problemlos folgen. Das ist beeindruckend. Aber sag mal, gab es etwas, das du rückblickend anders machen würdest? Oh ja, definitiv. Weißt du, was mein größter Fehler war? Lass mich raten. Zu spät angefangen? Nein, tatsächlich etwas anderes. Ich habe viel zu spät echte Inhalte zu lesen und zu hören. Ich habe monatelang nur mit diesem vereinfachten Lernmaterial gearbeitet, weil ich Angst hatte, dass echte Texte zu schwer für mich wären. Und das war ein Fehler? Ein riesiger Fehler. Denn echte Texte und echte Gespräche sind nun mal das, wofür du die Sprache lernst. Je früher du dich damit konfrontierst, natürlich altersgerecht zu deinem Niveau, desto besser. Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt gerade anfängt? Okay, das ist eine gute Frage. Lass mich nachdenken. Ich würde sagen, fang früh an, authentisches Material zu konsumieren, auch wenn du nicht alles verstehst. Such dir Material zu Themen, die dich wirklich interessieren, nicht das, was das Lehrbuch vorgibt. Das klingt logisch. Was noch? Hör auf, dich nur auf Lehrbücher zu verlassen. Am Anfang habe ich gedacht, wenn ich nur alle Grammatikregeln auswendig lerne und jede Übung im Lehrbuch mache, dann werde ich automatisch gut. Aber weißt du was? Sprache lebt nicht in Lehrbüchern. Das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich verstehe das total. Aber weißt du, was das Wichtigste ist? Sprich von Tag 1 an. Ich meine wirklich von Tag 1. Selbst wenn du nur Hallo und Tschüss kannst, sag es laut. Nimm dich auf. Gewöhn dich daran, dass deine Stimme in dieser neuen Sprache klingt. Ich verstehe das total. Aber weißt du was, die Angst vor dem Sprechen ist oft das größte Hindernis beim Sprachenlernen. Und je länger du wartest, desto größer wird diese Angst. Hattest du nie Angst, Fehler zu machen? Doch, ständig. Aber irgendwann habe ich realisiert, jeder Fehler ist ein Geschenk. Klingt klischeehaft, ich weiß, aber es stimmt. Denn jeder Fehler zeigt dir, was du noch nicht kannst und gibt dir die Chance, es zu lernen. Das ist eine schöne Einstellung. Aber ich stelle mir vor, dass es trotzdem peinliche Momente gab, oder? Oh Gott, ja. Ich habe mal in einem Gespräch „Ich bin heiß" gesagt, als ich eigentlich sagen wollte „Mir ist heiß". Mein Gesprächspartner hat sich fast totgelacht. Das ist ja großartig. Hast du noch mehr solche Geschichten? Jede Menge. Es gab diese eine Zeit, wo ich ständig bekommen und werden verwechselt habe. Ich habe mal zu jemandem gesagt, ich bekomme ein Kind statt ich werde ein Kind haben. Die Person hat mich mit großen Augen angeschaut. Das ist herrlich. Aber mal im Ernst, machst du jetzt auf C1-Niveau immer noch solche Fehler? Natürlich, ich mache vielleicht weniger grundlegende Grammatikfehler, aber dafür andere Sachen. Ich verwechsle manchmal Redewendungen oder ein Wort in einem Kontext, wo es einfach komisch klingt. Und das macht dir nichts mehr aus? Ehrlich gesagt, nein. Ich habe gelernt, über mich selbst zu lachen. Und weißt du was? Die Leute finden es meist charmant, wenn man noch ein paar kleine Fehler macht. Es macht einen menschlicher irgendwie. Das ist eine gesunde Einstellung. Sag mal, arbeitest du jetzt eigentlich komplett auf Deutsch? Ja, tatsächlich.
Ich habe eine Stelle gefunden, wo ich den ganzen Tag auf Deutsch arbeite. Meetings, E-Mails, Präsentationen, alles. Wow. Und wie war der Übergang vom Lernen zum tatsächlichen Arbeiten in der Sprache? Ehrlich? Die ersten Wochen waren brutal. Ich kam jeden Abend nach Hause und war komplett erschöpft. Mein Gehirn musste sich erstmal daran gewöhnen, 8 Stunden am Tag in einer Fremdsprache zu denken. Das klingt anstrengend. War es auch. Aber nach etwa einem Monat wurde es leichter. Und jetzt, nach einigen Monaten, merke ich manchmal gar nicht mehr, dass ich auf Deutsch arbeite. Es fühlt sich natürlich an. Das ist ja das Ziel, oder? Dass es sich natürlich anfühlt. Genau. Und weißt du, wann ich gemerkt habe, dass ich wirklich angekommen bin? Wann? Als ich neulich einen Witz auf Deutsch gemacht habe. Einen spontanen Witz, nicht etwas auswendig Gelerntes. Und alle haben gelacht. In diesem Moment dachte ich, okay, ich habe es geschafft. Ich kommuniziere nicht nur, ich verbinde mich mit Menschen. Das ist wirklich ein schöner Moment. Aber lernst du immer noch weiter? Absolut. Ich arbeite gerade darauf hin, C2-Niveau zu erreichen. Ich lese ziemlich anspruchsvolle Literatur, höre komplexe Podcasts und meine Lehrerin und ich arbeiten an den feineren Nuancen der Sprache. Was meinst du mit feineren Nuancen? Naja, zum Beispiel der Unterschied zwischen vermutlich, wahrscheinlich, möglicherweise und eventuell. Oder wann man den Konjunktiv 1 benutzt und wann Konjunktiv 2. Solche Sachen. Das klingt aber schon sehr fortgeschritten. Ist es auch. Aber weißt du was? Es macht immer noch Spaß. Ich lerne jeden Tag neue Wörter, neue Ausdrücke, neue Facetten der Sprache. Glaubst du, dass du irgendwann das Gefühl haben wirst, fertig zu sein mit dem Deutschlernen? Ehrlich gesagt, nein. Selbst Muttersprachler lernen ihre Sprache ein Leben lang weiter. Und das ist auch gut so. Es hält das Gehirn jung und macht das Leben interessanter. Das ist eine schöne Perspektive. Wenn du jetzt aber jemandem, der komplett bei Null anfängt, einen einzigen Ratschlag geben könntest, was wäre das? Puh, nur einen? Das ist schwer. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde sagen, sei geduldig mit dir selbst, aber bleib konsequent. Erwarte nicht, dass du in 3 Monaten fließend sprichst, aber mach jeden Tag etwas und sei es nur 10 Minuten. Jeden einzelnen Tag? Ja, jeden einzelnen Tag. Denn Sprachenlernen ist wie Muskelaufbau. Du kannst nicht einmal pro Woche 4 Stunden trainieren und erwarten, dass du Erfolg hast. Du musst regelmäßig dranbleiben. Aber das klingt ziemlich intensiv und kann auch überwältigend sein. Deshalb ist es so wichtig, dass du Sachen findest, die dir Spaß machen. Wenn du Serien magst, schau deutsche Serien. Wenn du gerne kochst, schau deutsche Kochvideos. Wenn du dich für Politik interessierst, lies deutsche Nachrichtenartikel. Das macht Sinn. Integration in den Alltag statt separates Lernzeit. Exakt. Und noch etwas. Feiere deine kleinen Erfolge. Hast du heute ein neues Wort gelernt und es im Gespräch benutzt? Super. Hast du einen Satz verstanden, den du vor einem Monat nicht verstanden hättest? Fantastisch. Das klingt nach einer gesunden Einstellung. Aber ich muss zugeben, ich bin ein bisschen eingeschüchtert von der Intensität, mit der du das Ganze angegangen bist. Das kann ich total verstehen. Aber weißt du was? Nicht jeder muss oder sollte meinen Weg gehen. Ich hatte sehr spezifische Gründe, warum ich so intensiv gelernt habe. Das Visum, der Job, der Umzug. Also würdest du nicht jedem empfehlen, 4 bis 5 Stunden täglich zu lernen? Nein, auf keinen Fall. Für manche Leute sind 30 Minuten am Tag genau richtig. Das Wichtigste ist, dass du realistisch bist mit dir selbst und deine Ziele an deine Lebensumstände anpasst. Das ist beruhigend zu hören. Hast du noch einen letzten Tipp für Leute, die gerade anfangen oder frustriert sind? Ja, und das ist vielleicht der wichtigste Tipp von allen. Vergleiche dich nicht mit anderen. Jeder lernt in seinem eigenen Tempo und das ist völlig okay. Aber es ist doch schwer, sich nicht zu vergleichen, besonders in sozialen Medien, wo alle ihre Erfolge posten. Das stimmt absolut, aber ich sage dir, was mir geholfen hat. Ich habe aufgehört, anderen zuzuhören, die behaupten, sie hätten in 3 Monaten fließend sprechen gelernt. Das ist meistens übertrieben oder gelogen. Wirklich? Ja, Sprachenlernen braucht Zeit. Punkt. Und jeder, der dir etwas anderes verspricht, verkauft dir wahrscheinlich etwas. Das ist ein guter Punkt. Also zusammenfassend, konsequent sein, geduldig sein, Spaß haben und sich nicht mit anderen vergleichen. Genau. Und noch eins. Hab keine Angst, Fehler zu machen.
Die lustigsten und lehrreichsten Momente meiner Sprachreise waren oft die, wo ich etwas völlig Falsches gesagt habe. Das ist wirklich inspirierend. Danke, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast. Gerne. Und hey, wenn du jetzt anfangen willst, Deutsch zu lernen oder deine Kenntnisse zu verbessern, dann fang heute an. Nicht morgen, nicht nächste Woche. Heute. Lad dir eine Folge eines deutschen Podcasts herunter oder schau dir ein Video an oder lern 5 neue Wörter. Mach einfach den ersten Schritt. Du hast recht. Kleine Schritte sind besser als keine Schritte. Absolut. Und vergiss nicht, die Reise ist genauso wichtig wie das Ziel. Genieße den Prozess, lache über deine Fehler und sei proud auf jeden kleinen Fortschritt. Das werde ich mir zu Herzen nehmen. Vielen Dank für all die wertvollen Tipps und deine ehrlichen Einblicke. Sehr gerne. Und wenn du jemals Fragen hast oder jemanden zum Reden brauchst über deine Sprachreise, ich bin für dich da. Wir sitzen alle im selben Boot. Das bedeutet mir sehr viel. Also dann, viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg zu C2. Danke. Und dir viel Erfolg auf deiner eigenen Sprachreise, egal wohin sie dich führt.